Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute befinden wir uns wieder mal auf dem Dämonenjäger, ja. Denn heute, genau heute an dem Tag vor 3 Wochen ist der Server gestartet mit der neuen Klasse. Und ja, wir gucken so ein bisschen rüber. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu der Klasse machen, wenn der Server einen Monat draußen ist. Und wir gucken mal, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Denn ich wollte ja das Ganze auch noch ein bisschen mitverfolgen. So, mein Account ist jetzt weniger spannend. Wir können da mal kurz rüberschauen. Aber ich bin ja nun wirklich jetzt hier nicht der beste Spieler hier auf dem Server. Bei weitem nicht. Und ja, deswegen gilt dem Hauptaugenmerk auf jeden Fall den anderen hier, ja, was die anderen so machen auf dem Server, aber wir können ja mal zuerst mal so ein bisschen mal gucken, was hier so meine Aufgaben sind, unter anderem immer noch das Sammelalbum füllen. Ihr seht hier, der Heilige Gral, der hilft mir wirklich sehr krass dabei, die restlichen Items zu finden. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich tatsächlich den Heiligen Gral richtig benutze, weil auf den anderen Servern, auf denen ich gespielt habe, ja, da hatte ich ja schon gemaxtes Sammelalbum so gut wie und deswegen ja, merke ich erst jetzt richtig, wie heftig der Heilige Gral eigentlich ist. Zum Verständnis nochmal, falls Leute nicht wissen, wo ihr den bekommt und ab wann. Den Heiligen Gral findet ihr ab Stufe 85 in der Edelsteinmine, ja, und die Stufe 85 habe ich vor einer längeren Zeit schon erreicht. Den Heiligen Gral habe ich aber noch nicht allzu lange, denn ihr benötigt für den Heiligen Gral, um den auch zu finden, nicht nur Stufe 85, sondern ihr müsst auch mindestens 1000 Bilder im Sammelalbum haben. Ja, habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Ist mir jetzt letztens erst die Information zugekommen, dass man den erst finden kann, wenn man 1000 Bilder im Sammelalbum hat. Ja, und die hatte ich noch nicht gehabt, war aber schon über Stufe 85. Ja, und dann musste ich noch so ein bisschen selbst farmen und dann hat man den relativ schnell bekommen und seitdem geht es eigentlich richtig ab, muss ich sagen. Und ich habe zwar immer noch ein schlechtes Sammelalbum, so nach 3 Wochen 55% auf Free-to-Play. Da geht auf jeden Fall auch mehr, sage ich mal. Also Free-to-Play-mäßig muss nicht unbedingt heißen, dass man ja, das Sammelalbum so heftig vernachlässigt. Aber ja, ich sag mal so, ich versuche auf jeden Fall jetzt mit dem Heiligen Gral nächste Woche ein bisschen was rauszuholen und gut zu machen. Wenn der Server dann 1 Monat alt ist. Und ja, ich denke mal, dadurch sollte mir das auf jeden Fall die Arbeit um einiges leichter machen. Ansonsten ja, bin ich hier in der Festung Stufe 10. Ich bin jetzt momentan dabei, meine Ritterhalle jetzt auf Stufe 10 auch zu ziehen. Ich konzentriere mich eigentlich nur ausschließlich auf die Festung und besser gesagt die Ritterhalle, weil ich einigermaßen in der Gilde so ein bisschen mithalten will. Ja, ihr seht das, dass ja, ich nicht mit meinen Werten glänzen kann und deswegen versuche ich zumindest mit der Ritterhalle einigermaßen ja, mitzuspielen, so, es geht, ja, es sind noch ein paar Leute, die haben ja auch nur eine 9er Ritterhalle, so, ne, aber ja, man versucht ja trotzdem mal so sein Bestes zu geben, ne, auch auf dem letzten Platz, ja, und deswegen bin ich hier schon fleißig am Teilschutztaktiken farmen und so weiter und so fort, allerdings habe ich das am Anfang auch ein bisschen vernachlässigt, deswegen ja, sind hier sehr viele Gegner dabei, mit denen ich nicht wirklich was anfangen kann, mit denen ich so eine Teilschutztaktik ausüben kann, weil, ja, ich gar nicht mehr, holy shit, Alter, hat der auch viele Items, ey. Den fehlt, also da fehlen mir ja noch richtig viele, warte mal, den muss ich mal ganz kurz zur Freundesliste hinzufügen, damit ich den nachher angreifen kann. Alter, fehlen mir ja noch richtig viele Items. Der Heilige Gral, ich sag's euch, der ist es wirklich, ey, heftig, krass, da kann ich mit einem Angriff so viele Items, wie gut, Mann, das ist richtig nice, Mann. Ja, und auf jeden Fall, ja, ich bin jetzt in einer Sektion, wo, ja, jetzt nicht so viele Leute dabei sind, also ich bin relativ weit abgeschlagen so, was den Durchschnitt angeht. Also der Durchschnitt ist jetzt schon höher in der Festungsehrenhalle und deswegen finde ich nicht mehr so viele, die die Teilschutztaktik verfolgen, sondern eher so die Plebs, sag ich mal, die Noobs, ja, die ihre Festung hochballern und ihre Mauer hochballern und ihre Verteidigung hochballern, bringt einen natürlich nicht weiter, so, ne, aber wenn man halt sich vom Schuss entfernt, ne, dann wird man halt abgeschlagen und ja, man ist hinterher und ja, hängt dann mit den Noobs hier ab, so wie ich jetzt gerade. Da fehlen mir auch noch sehr viele Items, den speichere ich mir auch gleich mal. Ja, also das ist wirklich, ja, der Heilige Gral ist wirklich sehr nice. Da fehlen mir auch noch 4 Items, ist auch
auch gut, ja, weiß bloß nicht. Der könnte schon schwierig sein, weil ich mache hier keinen einzigen Arena-Angriff auf dem Server, ja, weil ich weiß gar nicht, weil ich ja so ein scheiß Equipment habe. Das ist eigentlich der Grund so, ne? Deswegen, ich rüste mich auch nicht großartig hier irgendwie um. Das sind mir die Pilze nicht wert. Ich bin hier momentan immer noch bei einem Investment von 15 Euro, ja, und habe immer noch 169 Pilze. Das Wichtigste mache ich halt so, 50er Mount und 300 Alu, ne? Glücksrad drehe ich nicht, das mache ich nicht, das ist mir dann wieder zu pilzintensiv. Und ja, ich werde hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen länger zocken. Und ja, aber halt nur so auf der Basis 300 Alu und 50er Mount. Und ja, mehr denn nicht. Den Rest nehme ich so, wie es kommt. So wie ein Free-to-Play-Spieler halt. Ne? Wenn ein Item da ist, nehme ich das mit. Und ansonsten, ich blätter aber nicht dafür und nichts weiter. Ja, so werde ich hier weiter fortfahren auf dem Server. Und ja, wir können ja mal gucken, was jetzt so in dieser einen Woche jetzt erreicht worden ist. Wir gucken mal auf Platz 1. Da haben wir den Tour nicht gut mit Stufe 270. Der höchste Spieler ist jetzt 276 auf den ersten Blick. Oder gibt es hier noch einen, der höher ist? Nee. Ist keiner hier großartig höher, sehe ich gerade in der Rangliste. Ja, also hier Acclamator hat das höchste Level hier auf dem Server nach 3 Wochen 276. Ist schon eine Ansage. Ich bin mal gespannt, was so geht in der letzten Woche des Monats, was so in Woche 4 geht, wenn ein Monat vorbei ist. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, was hier so passiert auf dem Server. Und ja, ansonsten werde ich das Ganze hier natürlich noch mit weiter verfolgen, wie das hier so aussieht. Natürlich die Berserker hier oben, aber auch ein Krieger hier mit dabei. Das ist natürlich, das freut mich auf jeden Fall. Und hier der erste Dämonenjäger auch am Start. Ja, und mal gucken, haben wir den Boritz, der erste Magier hier auf dem Server. Ja, also vertritt auch meine Lieblingsklasse hier. Ansonsten, ja, wen haben wir hier noch alles irgendwie? Noch andere Klassen am Start hier. Der Battle Mage haben wir hier auch einmal, ja, auf Platz 18. Auch sehr cool, Snowball. Und haben wir noch einen Assassinen irgendwo. Da steckt hier irgendwo der Hanrizzle. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, hier. Auf 42, es sei denn, ich habe jetzt irgendwo einen Assassin übersehen, aber ich glaube, das ist dann der höchste soweit, ja. Ja, sieht so aus. Und dann gucken wir mal auf das Interessanteste, nämlich wie sich so die Server international schlagen. Denn das hatten wir ja auch alles mal verglichen, weil ja 4 Server gleichzeitig gestartet sind. Ja, und deswegen gucken wir mal... Ne, Helden wollte ich schauen. Helden wollte ich gucken hier, das ist das Interessante. So, da mussten wir mit ganz oben mitspielen so. Ja, hier ist der Acclamator und die anderen Server, die sind hier weiter unten. Aktueller Kampf, mal gucken. Er kämpft hier schon gegen den vom nächsten Server. Ja, das ist natürlich noch eine andere Hausnummer von... warum switcht das denn immer so nach oben hier? Das ist ja auch... belastend. Ja, er kämpft schon gegen einen von W39. Ansonsten haben wir hier noch den Platz 2. Der müsste gegen... Okay, der spielt hier gegen Speedmaster. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Server der war. Aber müsste ja dann einer darunter sein, logischerweise. Ich weiß bloß nicht, welcher das ist. Ja, das ist der Tschechen-Server. Ja, und dann haben wir noch die Polen. Polen hätte ich gedacht, dass die noch weiter oben mitspielen, aber tatsächlich die Polen hinter Frankreich auf dem Server. Ja, das ist ja auch mal interessant hier. Oh, guck mal, der hat ja auch ein cooles Profilbild. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen gehabt. Ja, irgendwo habe ich schon mal einen Screenshot davon gesehen. Ja, ist ganz nice hier mit dieser, ich weiß gar nicht, was das für eine Brille ist. Hier sieht aus wie so eine Creeper-Brille irgendwie. Ja, aber das behalten wir mal auch noch im Auge, was da so abgeht, international gesehen. Aber es scheint so, als ob sich die Deutschen langsam da rauskristallisieren aus den Rennen. War ja auch schon, ja, ich sag mal so, in dem Rennen waren wir, denke ich mal, die Favoriten, würde ich mal behaupten. Ja, gildentechnisch sind wir natürlich noch lange nicht vertreten, denn hier sind momentan auf den ersten Plätzen natürlich die Leute, ja, die ihre Zeit damit verschwenden, sich untereinander zu bekriegen, anstatt Raids zu erfüllen und deswegen auch bald überholt werden oder sie sind nicht mehr weitergekommen. Das kann auch sein, weil ich sehe gerade hier die ersten auf dem Server, die haben hier so in den 20ern irgendwelche Raids am Start, ja. Hier 24, aber das ist natürlich... Ja, ich weiß nicht, entweder sind die nicht viel weitergekommen in den Raids, das kann durchaus möglich sein und fangen jetzt halt an, gegen andere Gilden zu kämpfen, so werden wir es auch machen. Nur gehe ich mal von aus, wir sind jetzt bei 38, ja, wir sind schon bei Raid 38, heftig und ich habe nichts dazu beigetragen.
Alter. Ja, wir sind jetzt bei Raid 38. Das ist natürlich im Vergleich zu den anderen Gilden auf dem Server hier schon ein bisschen weiter, wenn man das so sieht. Also ich gehe mal von aus, die werden nicht mal weitergekommen sein und sind aus der Raid-Phase dann in die PvP-Phase übergegangen und bekriegen sich mit anderen Gilden. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da sehr schlecht drin in Schätzen, aber ich meine schon mal irgendwann gelesen zu haben, dass wir vielleicht so schätzungsweise bis Raid 41, 42 kommen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also da müssten die Experten da mal was drunter schreiben, falls sie das hier sehen aus der Gilde. Übrigens, Grüße gehen raus hier an die Gilde, ja. Und ja, wenn wir das erreicht haben und hier in den Raids nicht mehr weiterkommen, dann werden wir anfangen, natürlich auch PvP-Kämpfe gegen andere Gilden zu machen und dementsprechend wird natürlich unsere Gilde und die anderen Gilden hier natürlich dann auf Platz 1 und 2 stehen. Ja, Crit Happens wird wahrscheinlich sich Platz 1 sichern, wir Platz 2 und danach dann eventuell Nordwind. Ja, ich bin mir unsicher. Ja, könnte gut sein, dass Nordwind noch mit dabei ist, aber es ist ein bisschen gemischt hier, sag ich mal. So, also die ersten 2 Plätze sind hart am Ballen. Ja, das kristallisiert sich stark raus. Aber die anderen, ja, weiß ich nicht, wer sich da auf Platz 3 sichert, ja. Bin ich mal auch gespannt drauf. Und ja, wir haben nochmal einen Angriff, das heißt, wir gucken nochmal kurz, nee, das ist natürlich ein bisschen zu stark hier. Wir gucken mal in die Ehrenhalle. Ach nee, ich habe mir ja Kämpfe, Freunde, habe ich mir ja welche gespeichert. Ja, den werden wir jetzt mal schön abfarmen. Oder werde ich mir, der hat noch mehr Items hier, das... Plus 7 Items, das schmeckt auf jeden Fall und das mit einem Angriff, das ist schon richtig, richtig nice. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall dafür. So, ciao. Und als nächstes bist du dran hier. Gut, so werde ich auf jeden Fall jetzt weitermachen. Ich werde mein Bestes geben, noch mein Sammelalbum weiter zu pushen in der Woche und bin gespannt, auch selbst, was ich so in der letzten Woche erreiche. Ja, und wie es dann am Ende des Monats aussieht, wenn der Server hier einen Monat online ist, wie weit ich dann mein Sammelalbum gepusht habe. Jetzt sollte das nochmal ein bisschen schneller gehen als vorher mit dem Heiligen Gral. Und ja, das war es soweit von mir und mein kleines Status-Update vom Dämonenjäger und S41. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst wie immer gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.